Runde zum Gameforge-Interview. Mit dabei ist der liebe Tom, hallo, ich bin der Product Director von Metin 2 bei der Gameforge und werde dem Raphael heute ein bisschen Rede und Antwort stehen zu den Fragen, die er ihm geschickt hat. Genau, ich habe ja vor 3-4 Wochen ungefähr oder 2 bis 4 Wochen euch angekündigt, dass es ein Interview geben wird. Und da durftet ihr mir Fragen einstellen. Ihr habt auf jeden Fall fleißig Fragen eingeschickt. Die werde ich ihm heute stellen und dann schauen wir, was für Antworten dabei rauskommen. Lasst euch überraschen. Also die erste Frage kommt vom lieben Anti und er fragt, hatte die Gameforge mal Momente, wo sie selber gesagt haben, das haben wir jetzt falsch gemacht? Wenn ja, was war es für ein Moment? Also ich denke, dass hier jede andere Antwort als Ja vermessen wäre, weil natürlich haben wir Fehler gemacht. Wir machen Fehler, hier arbeiten und entscheiden Menschen. Insofern ist das klar, dass das passiert, auch wenn es natürlich nicht schön ist. Es gibt verschiedenste Themen und verschiedene Themenbereiche, die wir da, sage ich mal, zum Teil missachtet haben. Also als Beispiele könnte ich nennen zum Beispiel das DSS-System, das Alchemiesystem, das wir damals in einem Zustand ausgerollt haben, was einfach nicht wirklich reif dafür war. Dementsprechend mussten wir es auch zweimal umfangreich nachfixen. Das sind natürlich Sachen, die wehtun und wo wir auch wissen, dass das den Spielern wehtut, wenn wir an solchen Dingen dann nochmal Hand anlegen müssen. Ein anderes Beispiel wäre im Endeffekt, dass wir unzählige Serverstarts gemacht haben. Es kommen ja auch immer wieder viele, die danach fragen und darauf drängen. Ja, im Endeffekt gibt es kurze Peaks in den Userzahlen dieser Server und meistens verschwinden die Server dann wieder relativ schnell oder müssen wieder gemerged werden. Also auch da haben wir ein bisschen uns zu sehr von der Stimmung treiben lassen. Ich glaube, ich kann zusammenfassend sagen, dass wir in der Vergangenheit einfach zu wenig auf die Wünsche unserer User gehört haben. Ja, das ist etwas, was wir uns jetzt seit ein paar Jahren sehr konsequent auf die Fahnen geschrieben haben und sind bemüht, das entsprechend mit jedem Update umzusetzen, zu zeigen, dass wir zuhören können, dass wir wissen, was ihnen wichtig ist, was natürlich auch nicht ganz einfach ist. Immerhin haben wir eine riesen Community mit 17 Ländern. Das ist auch nicht immer so, dass die das Gleiche wollen und sich das Gleiche wünschen. Also auch da müssen wir so ein bisschen abwägen. Aber im Prinzip denke ich, sollten die Spieler das merken, dass wir das wollen und dass wir da hinterher sind, ihre Wünsche zu erfüllen, wenn sie soweit sie Sinn machen natürlich. Und ich glaube, gerade die letzten Updates haben gezeigt, dass wir versuchen, uns konsequent in die Richtung zu entwickeln. Das finde ich auch, die letzten Updates waren auf jeden Fall jetzt gut. Zum Beispiel das Update des 16.1. Das kam auf jeden Fall gut bei der Community an, soweit ich gehört habe. Genau, also das Auto-Hunting wurde ja ein bisschen kritisch gesehen. Ich hoffe, dass wir die Zweifel ein bisschen ausräumen konnten, weil im Endeffekt ist es bei weitem nicht so mächtig, wie es am Anfang gesehen wurde. Das Feedback vor Rollout war überbordend, da sind sie über uns hergefallen und haben uns zerrissen. Seitdem das Update draußen ist, ist es jetzt sehr ruhig geworden. Das heißt, ich glaube, jetzt haben die Spieler verstanden, dass es gar nicht so gefährlich und gar nicht so mächtig ist, wie sie mal gedacht haben. Und das ist ja auch ein Punkt. Grundsätzlich sind wir natürlich auch dabei, Metin konsequent einfach zu erweitern und zu verbessern. Das, was man halt dabei nie vergessen darf, ist, Metin 2 ist ein Tanker. Wir sind kein Schnellboot. Das heißt also, Dinge brauchen sehr, sehr lange. Zum Teil sind Sachen seit 2 Jahren beauftragt und eingetütet bei Websen, bis das dann zu uns kommt, bis es dann so rund ist, dass wir sagen, jetzt gehen wir raus damit, gehen schnell mal 2 Jahre ins Land. Dementsprechend müssen die Leute auch einfach an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen Geduld haben. Das geht nicht immer ganz so schnell, wie Sie es und auch wir es gerne hätten. So, die nächste Frage wurde vom lieben Cranks Production gestellt. Er fragt, Metin 2.de ist gar nicht anfängerfreundlich. Könnte man da etwas ändern? Das ist auch ein schwieriges Thema. Also wie gerade schon gesagt, ist Metin einfach ein Tanker und auch der Code ist 10 Jahre alt. Das heißt also, es sind nicht alle Sachen so leicht umzusetzen. Auf Metin 2 ein richtig schönes und aktuelles, zeitgemäßes Tutorial zu setzen beispielsweise, also was ich wahnsinnig gerne machen würde. Ich glaube, dazu wird es nicht kommen. Ich glaube, das ist eine Sache, die technisch sehr, sehr aufwendig wäre und der Fokus liegt bei uns eigentlich auch eher auf Mid- und High-Level-Spielern sozusagen, also weil wir vom Zustrom der neuen Spieler noch relativ dünn sind, ja, oder wieder inzwischen relativ dünn sind. Das heißt, wir sind da ein bisschen fokussiert auf die, die schon länger dabei sind. Grundsätzlich ist es ein Punkt, den ich auch als valide sehe, also als Kritikpunkt, weil vor 10 Jahren, Metin ist jetzt ungefähr 10 Jahre alt, da war das durchaus üblich. Tutorials gab es nicht, es gab ein paar Anleitungen, manchmal hat man im Forum parallel irgendwas lesen müssen, da waren es die Spieler auch gewohnt und das ist heute aber definitiv nicht mehr so. Also wenn das State of the Art wäre, dass man eine vernünftige Hinführung hat, ein vernünftiges Tutorial hat, das sehe ich aber für Metin eben sehr, sehr schwierig. Abgesehen davon, dass das auch nicht unbedingt ein Thema ist, was Websen jetzt konsequent auf dem Fokus hat, ist ein Vorteil, den natürlich auch die P-Server haben, die da also gezielt und ohne jede Conventions im Endeffekt selber sich ihre Lösungen schnitzen können, ja, und natürlich dann auch User-Wünsche berücksichtigen können, aber das weiß der Cranky ja.
Die nächste Frage wurde vom lieben Unbeliebt mit Meti2 gestellt. Grüße an dich gehen übrigens raus. Meld dich wieder mal bei mir. Wird die P-Server-Szene komplett ausgerottet oder darf man noch P-Server hosten, insofern man keinen Item-Shop und Geld für Promoten ausgibt? Das ist wohl ein Missverständnis, aber ich weiß auch, dass das ein sehr, sehr schwieriges Thema ist. Also grundsätzlich, man durfte noch nie. Ja, ein P-Server ist ein Privatserver oder ein Piracy-Server, wie wir ihn auch manchmal nennen. Wer einen Metin-2-Server betreiben will, braucht eine Lizenz von Websen. Ja, und die gibt es nicht oder selten, ja, weil natürlich die entsprechenden Gebiete einfach belegt sind. Und da ist es eigentlich erstmal unabhängig davon, ob man das Ganze kommerziell nutzt oder ob man das nur zum eigenen Spaß betreibt. Also grundsätzlich durfte man das eigentlich noch nie. Diese Lizenzen gibt es einmalig für jede Region. Das heißt im Endeffekt, Gameforge hat beispielsweise die Region Europa mit allen Ländern und allen Sprachen, die darin sind. Dementsprechend wird für diese Region keine zweite Lizenz erteilt. Das heißt, also die Leute, die das machen wollen, können sich gerne an Websen wenden, aber ich fürchte, die Antwort wird eine eindeutige sein, weil das einfach keine Option ist. Also auch um da den Wettbewerb sauber zu halten, das ist ja auch ein Punkt, den wir jetzt gerade mit Singapur halt immer wieder hatten, ja, die natürlich unsere Lizenzhoheit in unseren Gebieten nicht geschützt und nicht berücksichtigt haben. Gut, dann würde ich mal sagen, kommen wir auch zur nächsten Frage. So, die nächste Frage wurde vom Damage Production gestellt. Ich nehme an, das heißt Damage Production, my Damage Prod. Ja. Da fragt er, warum wird nichts gegen private Server unternommen? Wäre mal eine interessante Frage. Es ist ja nicht so, dass wir nichts gegen die P-Server unternehmen im Endeffekt. Also wir sind seit Jahren dran. Das Problem ist, dass P-Server natürlich oder die Betreiber, die das kommerziell machen, wenn sie einigermaßen clever sind, auch wissen, wie sie sich gut schützen können im Endeffekt. Das heißt, sie haben Hosten im Ausland, gerade da, wo deutsches Recht halt nicht zur Anwendung kommt, ist es für uns wahnsinnig schwer, sie zu greifen. Was nicht heißt, dass wir es nicht probieren, aber es ist ein Bereich, mit dem wir unsere Rechtsanwälte lange Zeit beschäftigen und intensiv beschäftigen. Ist auch ein teurer Spaß im Endeffekt, mit einem allerdings nur sehr überschaubarem Erfolg, das muss man klar sagen. Und das ist ja mit der Hintergrund, warum wir gezielt jetzt YouTube sozusagen über YouTube versuchen, denen die Werbeplattform zu entziehen, weil das eigentlich der Punkt ist, wo wir sie greifen können. Die P-Server selber zu greifen, ist sehr, sehr schwierig. Die Betreiber sind auch oft sehr erfahren, was das Thema angeht. Das heißt, es ist ja oft nicht der einzige Dienst oder das einzige Spiel, was sie gehackt und kopiert haben und irgendwo hinstellen. Grundsätzlich muss ich schon sagen, dass sie sich natürlich auch deswegen leicht tun, weil sie halt keine Lizenzkosten zahlen, weil sie keinen Revenue Share zahlen, weil sie die Server nicht bezahlen müssen. Es ist ja oft auch nur ein einziger Server, was natürlich die auch alleine das technische Handling im Endeffekt deutlich einfacher macht, als das, was wir in unserem Cloud-Thema machen können. Ich sehe vor allen Dingen auch, und das ist ein Punkt, der auch dazu kommt im Endeffekt, den wir lange diskutiert haben, weil wir hätten ja durchaus auch unseren Firmensitz mal irgendwo in ein Steuerparadies verlegen können. Aber wir sind überzeugt eigentlich davon, dass wir unsere Steuern in Deutschland zu Recht bezahlen, weil wir profitieren hier von der Infrastruktur, wir profitieren vom Bildungssystem. Und dann wäre es natürlich im Endeffekt sehr unfair von uns, wenn wir die Einnahmen nicht hier versteuern würden, sondern uns auch auf irgendeine karibische Insel zurückziehen. Das ist natürlich unter den P-Server-Betreibern durchaus üblich. Das heißt also, auch da zahlen sie oder leisten sie keinen Beitrag zu dem, wovon sie im Endeffekt sich bedienen, ja, womit sie ihr Geld verdienen. So gut, dann kommen wir zur nächsten Frage, gestellt von Yato Yabuku. RCS fragt, warum wird nicht mal so ein Pad-System rausgebracht, wie man einstellen kann, was das Pad aufheben kann? Diese Pads könnte man dann aus einem Low-Level bekommen, der auch handelbar ist. Ja, das ist prinzipiell eine nette Idee. Wir hatten ja auch sowas schon mal mit der Halloween-Fledermaus. Die konnte Items aufheben. Allerdings war Einstellen da nicht möglich. Und ich sehe das eigentlich auch eher als Shop-Item, denn hier stehen ja Bequemlichkeit und Zeitersparnis im Vordergrund. Das sind genau die Ansätze, über die wir ja nachdenken. Aber das war wohl nicht ganz der Ansatz des Fragenden. Freeze stellt jetzt nun die nächste Frage. Seine Frage lautet, wäre ein Gildenlager, Offline-Shop-System, Aktionshaus, Channel Changer möglich? Also wir werden generell dieses Jahr ein sehr, sehr großes Update für die Gilden noch bringen. Wann genau kann ich leider noch nicht sagen, aber da wird einiges drin sein. Ich glaube, es wird auch einiges vom Management der Gilde sich verändern. Ich glaube, dass es ein Auktionshaus bzw. den so oft geforderten Offline-Shop im Endeffekt in der Form, wie die Spieler ihn sich wünschen, leider nicht geben wird. Da gibt es viele Pros und Kontras, deswegen bin ich da ein bisschen zurückhaltend. Ich glaube aber, dass das ein eher schwieriges Thema wäre, weil auch gerade da, dass die Exploits natürlich wieder ein Riesenthema wären.
Genauso wird es auch den Channel-Switcher wahrscheinlich bei uns nicht geben, da wir einfach das Problem haben, dass unsere, wie ich vorhin schon sagte, unsere Server ja das ist nicht ein Server, auf dem das alles liegt, sondern wir verteilen unsere Channels auf verschiedene Hardware und dementsprechend ist also zu springen von einem Channel in den anderen würde bedeuten, dass du auf einer anderen Hardware weiterspielst, was natürlich so nicht funktioniert. Ja. Also wir haben da auch technische Limitierungen, die sowas manchmal leider unmöglich machen, auch wenn wir die Features eigentlich als interessant bewerten. Der Freeze hat übrigens auch noch eine Frage gestellt, die lautet, wie sieht es mit einem globalen Handelschat aus? Also sprich so, schreibst in den Chat, dann steht da vor dem Namen noch Jinno, Junio, Shinzo. Mhm. Also das finde ich eine gute Idee, das Thema nehme ich mal mit. Also wir haben auch an der Kommunikation zwischen den Spielern so einiges zu optimieren, vielleicht wird es da sehr gut mit reinpassen, aber wie schon eingangs erwähnt, Tanker, etwas Geduld. Aber mitnehmen tue ich es, ist ein vielversprechender Ansatz mit Sicherheit. Klar. Also grundsätzlich ist Handel etwas, was wir natürlich auch fördern wollen. Ich denke, dass die Einführung vom Won und damit die Entfernung der Yang-Obergrenze im Endeffekt uns schon ein Stück in die richtige Richtung getrieben hat. Da sind wir auch noch nicht am Ende, auch da wird noch einiges kommen, aber eben Geduld. Ich denke mal, so ein Handelsschritt wird auf jeden Fall gerade das Handeln richtig viel erleichtern, weil ich persönlich, so wie auch andere Leute, haben halt in jedem Reich Jar mit Level 15, damit sie wirklich spammen können, müssen sie immer vom Fenster hin und her wechseln, spammen die ganze Zeit. Und das war schon auch schon viel Zeit, das wäre auf jeden Fall wieder etwas für ein bisschen was abnimmt. Die nächste Frage kommt vom Illusion MT2. Er fragt, kann man die Hexe eventuell anders einfärben, damit man sie besser unter die Mobs finden kann? Also ganz sicher nicht. Das war nämlich alles andere als die Stoßrichtung, die wir im Auge hatten. Wir haben das Problem gehabt, dass wie bei einigen Bossen Spieler es schaffen, diese Bosse so sich abzugreifen im Endeffekt und so zu blocken, dass andere Spieler nicht mehr hinkommen, also gerade nachdem sie Spawn-Zeitpunkte und Orte perfekt kannten. Genau deswegen haben wir es geändert. Wir haben da Random-Faktor einfließen lassen, wollten, dass da Abwechslung dabei ist, damit das genau nicht mehr möglich ist, dass man sie suchen gehen muss und dass mehrere Spieler die Chance haben, quasi sie zu finden. Das heißt, das wäre eigentlich genau gegen das, was wir eigentlich damit erreichen wollten. So, dann kommen wir auch direkt zur nächsten Frage vom lieben Peter Wolf. Er fragt, gibt es ein genaues Datum, wann denn ein neues Server rauskommt? Da kann ich leider momentan auch noch nichts zu sagen. Also wie ich eingangs schon erwähnt habe, haben wir das ein bisschen zu oft gemacht in der Vergangenheit. Momentan sind wir da eher zurückhaltend. Ich sehe auch eigentlich immer, dass wenn wir sowas machen, wirklich nur ein kurzer Peak kommt an Usern, ja, und dann das Interesse an diesem neuen Server relativ schnell wieder abflaut, was uns dann wieder nötigt, die Server wieder zusammen zu mergen. Dementsprechend bin ich da momentan sehr, sehr vorsichtig und sehe das aktuell noch nicht. Ich habe immer wieder Stimmen gehört, dass sie sich gerade in Deutschland einen wünschen würden. Punkt ist bekannt, angenommen und wir werden uns unsere Gedanken dazu machen, aber auch da werden wir die Taktfrequenz nicht so hochschrauben, dass wir am Ende wieder irgendwie 50 Server dastehen haben, ja, weil das macht uns Arbeit, das verteilt die Spieler und wir wollen natürlich schauen, dass wir sie so konzentrieren, dass sie auch immer Spieler finden, mit denen sie spielen können, damit die Gruppenbildung kein Problem ist, dass sich Gilden zusammenfinden, die auch zusammenpassen und das würde durch zu viele Server einfach so fragmentiert, dass das kein guter Ansatz wäre. Die nächste Frage kommt vom Timo Kaiser. Er fragt, kleine Level Ones wären geil, so von Level 15 bis 35. Thema, was ich schon mehrfach gehört habe. Grundsätzlich würde ich sagen, dass wir ja natürlich das Thema auch schon ein Stück weit abdecken. Es gibt die Affen-Dungeons im Endeffekt, es gibt den Dämonen-Tower. Wir werden trotzdem für die Low-Leveler auch was tun. Wir planen Ende des Jahres noch ein Update. Ich weiß nicht, ob es noch 2016 kommen kann. Wir haben momentan gerade so ein bisschen planungsmäßige Probleme, weil sich manche Themen als umfangreicher und komplexer darstellen, als wir sie angenommen hatten am Anfang. Dementsprechend könnte es auch auf nächstes Jahr rutschen, aber eigentlich haben wir noch einen sehr, sehr starken Dungeon vor uns, der die komplette Level-Range im Endeffekt bedient. Also wird es für jeden Spielertypen und für jede Level-Range an Spielern etwas zu tun geben. Freuen wir uns sehr drauf, das sollte eine starke Sache werden. Also noch ein bisschen Geduld, auch dann tun wir was für diesen Bereich. Gut. So, die nächste Frage wurde gestellt vom Delmsam. Warum werden die Videos von PSer-YouTubern gesperrt? Ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, ist unser Hauptziel hier eigentlich, den PE-Servern die Werbeplattform zu entziehen. Das ist im Endeffekt eine Verpflichtung, die wir haben.
Dazu sind wir vertraglich verpflichtet, weil die Markenrechte zu schützen sind. Das heißt, wir müssen da schauen, dass wir da aktiv werden. Wir haben uns dazu entschlossen, dass wir den YouTubern grundsätzlich eigentlich keine Restriktionen auferlegen, solange sie sich auf unseren offiziellen Servern befinden. Das heißt, der seine Videos auf Metin.de oder auf Metin UK oder so dreht, da greifen wir nicht ein. Die lassen wir machen, wie sie das für richtig halten. Also das Material wollen wir vorher auch nicht sehen, was wir könnten. Also wir könnten das einfordern oder könnten auch die sperren lassen. Aber da haben wir gesagt, da wollen wir der Community einfach den Raum geben, sich zu entwickeln und ihnen Gehör zu verschaffen, auch durchaus für kritische Themen. Also ich meine, ich habe schon eine Menge Videos gesehen, die sehr hart mit uns ins Gericht gegangen sind. Also das ist aber nicht unser Problem. Unser Problem ist wirklich dieses Thema Werbeplattform für die P-Server. Dementsprechend haben wir hier beschlossen, dass wir eine harte Linie fahren, dass wir dieses Recht durchsetzen, was wir haben, was auch Webcenter als unser Vertragspartner von uns erwartet. Das heißt, da werden wir einfach entsprechende Konsequenzen ziehen. Ein anderer Punkt ist natürlich auch, dass zum Beispiel das Gleiche für die Singapur-Server gilt. Die haben schon, als sie noch eine Lizenz hatten, ich glaube, die haben sie Mitte letzten Jahres irgendwann zurückgeben müssen an Webcenter. Auch da hatten sie nur eine Lizenz für Singapur. Da war keine Lizenz für Europa und keine Lizenz für die deutsche, englische, französische und italienische Sprache enthalten. Und die haben sie also ohne mit der Wimper zu zucken im Endeffekt angeboten. Das haben wir immer sehr, sehr kritisch gesehen. Dementsprechend haben wir auch bei Webcenter immer Druck gemacht, dass hier das so durchgesetzt wird, wie es im Lizenzvertrag besprochen und vereinbart ist. Das ist ein Punkt, der uns natürlich auch sehr, sehr wehgetan hat. Seit sie jetzt die Lizenzen nicht mehr haben, haben wir das Gefühl, sind Tür und Tor geöffnet. Seitdem machen sie ganz, was sie wollen. Aber genau deswegen eben werden wir jetzt auch Singapur wirklich behandeln wie einen P-Server, weil sie sind de facto nichts anderes. Dementsprechend werden wir auch da die Videos sperren lassen. Ich höre auch immer wieder, und ich lese natürlich auch die Kommentare mit und so weiter. Ich bin ja auch bei dir in deinem Channel immer wieder gewesen und lese schon, wie sie sich gegenseitig beschweren. Ja, also meine Videos werden gesperrt, meine werden nicht gesperrt. Also ich kann versprechen, dass es da keine Linie gibt. Also es ist nicht so, dass wir das auf irgendwen dabei sehr abgesehen hätten und mit anderen leben können. Wir arbeiten uns sukzessive und kontinuierlich durch diesen Wust durch. Das, was wir finden, das claimen und sperren wir. Es gibt immer wieder Widersprüche, die aber Google bisher immer zu unseren Gunsten auch dann durchgesetzt hat und uns Recht gegeben hat. Also weil wir halt denen bewiesen haben, dass wir Inhaber der Markenrechte sind und das Spiel unser Eigentum oder der Eigentum von Webcenter ist und wir vertreten Webcenters Interessen in unserem Lizenzgebiet. Und dementsprechend haben wir die Hoheit, das zu tun und werden das auch tun. Und das wird alle YouTuber betreffen, die auf diesen P-Servern unterwegs sind. Natürlich grundsätzlich tangiert mich jetzt einer, der mal ein P-Server-Video gedreht hat, nicht so sehr wie einer, der, wie die großen YouTuber das gemacht haben, also regelmäßig produziert und damit halt auch eine Menge Geld verdient. Das ist ja genau das, was wir eben unterbinden wollten. Also wir wissen, was die P-Server und auch was Singapur zahlt pro Video. Das ist ein Punkt, genau da werden wir ansetzen und das tut mir natürlich dann leid für denjenigen, der diese Videos macht. Wir werden natürlich bemüht sein, dass wir gerade diese bezahlten Videos möglichst nach Minuten, nachdem sie live sind, auch wieder geclaimt und gesperrt haben, damit die Betreiber und die P-Server-Betreiber in Singapur irgendwann keine Lust mehr haben, dafür Geld zu bezahlen. Das ist genau der Punkt, mit dem wir dabei landen. So, die nächste Frage kommt von Arizona X3. Er fragt, warum wurde so lange nichts getan, um die Spieler zu halten? Das möchte ich ja eigentlich fast so nicht gelten lassen, weil natürlich tun wir vieles mit der Absicht, unsere Spieler zu halten und unsere Spieler glücklich zu machen. Wie gesagt, also es gab hier Versäumnisse in der Vergangenheit, gar keine Frage. Aber ich bin jetzt seit, ich würde sagen, knapp 3,5 oder 4 Jahren bei Metin und begleite das Projekt und habe mit jedem Update und mit jeder Änderung ist das, was wir uns immer fragen, was die Spieler dazu sagen werden, ob sie es mögen oder nicht mögen. Manchmal muss man natürlich durchgreifen, Dinge durchsetzen, Dinge so machen, aber wir haben oft die Intention und den Wunsch, unseren Spielern damit eine Freude zu machen und ihnen einen Grund zu geben, da zu bleiben, weiter zu spielen. Das erfüllt sich manchmal, diese Hoffnung, und manchmal nicht. Damit muss man dann auch leben, also weil es ja auch immer noch ein gewisses Bauchgefühl und eine gewisse, wie soll ich sagen, ja, einen gewissen Erfahrungswert bedarf, das zu sagen, und also ganz offen, wir liegen natürlich mit dem, was wir tun, da auch das eine oder andere Mal daneben. Das möchte ich gar nicht verhehlen. Auch ein Punkt ist, dass wir, wie ich eingangs schon gesagt habe, wir haben insgesamt jetzt 17 Länder, die wir betreiben. Ja, das sind kleinere Länder dabei, sind große Länder dabei. Und alle diese User haben, und das sieht man ja zum Teil schon in den Forendiskussionen innerhalb eines Landes, da gibt es ganz viele unterschiedliche
Vorstellungen und Wünsche und Meinungen. Da werden sich die User auch schon oft untereinander nicht wirklich einig. Wenn ich jetzt die 17 Communities zusammen in einen Topf schmeiße und schaue, in welche Richtung die gehen, da entwickeln sich ganz, ganz unterschiedliche Tendenzen und wir müssen natürlich versuchen rauszuarbeiten, welche jetzt verfolgenswert ist und welche nicht. Das heißt, es gibt Wünsche, von denen wir einfach sagen, ja, wir haben das 1000-mal gehört, aber wir können das nicht erfüllen. Ja. Und es gibt andere Dinge, die uns auch wirklich erst von anderen Ländern zugetragen werden. Also ein gutes Beispiel dafür zum Beispiel ist das Thema gleichgeschlechtliche Ehen in Metin. Ja, ich bin es inzwischen echt fast leid, das Thema zu diskutieren, weil das hat natürlich nichts damit zu tun, dass wir das nicht tolerieren würden im Endeffekt. Nein, also ich fände das eigentlich im Zeitgeist wäre es konsequent, das in Metin zu integrieren, aber ich muss dabei als Publisher im Endeffekt auch daran denken, dass wir dieses Spiel in Arabien betreiben, dieses Spiel in der Türkei betreiben und da würde das mit Sicherheit auf eine andere Mentalität stoßen. Ja. Und das ist ein Thema, wo ich sage, also da ist mir das politische Statement, was da vielleicht dahinter ist, nicht so wichtig, wie dass wir unseren Spielern den Spielspaß nicht kaputt machen. Ja, aber ich bin ziemlich sicher, dass es gerade in der Türkei und auch in Russland Spieler geben würde, die das als ein No-Go betrachten würden und das Spiel verlassen würden deswegen. Und das muss ich an der Stelle nicht tun. Also wir versuchen schon Dinge auch in die richtige Richtung zu steuern oder also stehen zu den Dingen, die wir denken und an die wir glauben. Aber das Spiel ist nicht eine Plattform, um unsere politischen Vorstellungen an den Mann zu bringen oder unsere ethnologischen Ideen und Ideale zu vertreten. Der König Kingley fragt, warum ist Metin 2 so Itemshop basiert? Ja, ich glaube, da muss ich mal ganz vorne anfangen und im Endeffekt Free-to-Play ist ein Modell, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, weil wir den Usern nicht abnötigen, im Vorfeld schon Geld auszugeben, bevor er nur einen Blick auf das Spiel geworfen hat. Free-to-Play ermöglicht dem Spieler den Zugang und das Basisspiel umsonst zu nutzen, kostenlos zu nutzen. Das bietet ihm die Möglichkeit, sich das genau anzuschauen und sich genau zu überlegen, was er dann spielen und wo er vielleicht auch Geld investieren möchte. Ganz klar muss man natürlich sagen, dass aber die Firmen, die Publisher und die Studios, die da dahinter stehen, das ja nicht umsonst machen, weil im Endeffekt ist natürlich die Thematik, dass wir alle gewinnorientierte Unternehmen sind. Das heißt, wir wollen alle Geld verdienen, wir müssen unsere Löhne bezahlen und unsere Kosten bezahlen und dann wollen natürlich auch in neue Spiele und andere Projekte investieren und dafür müssen wir Geld verdienen. Und das ist bei Free-to-Play halt so gelöst, dass du im Regelfall versuchst, Sachen wie Zeitersparnis zu monetarisieren oder Bequemlichkeit zu monetarisieren. Ich möchte den Bogen jetzt natürlich auch ein Stück weit in Richtung Pay-to-Win spannen, weil das ganz klar natürlich ein Thema ist, mit dem wir uns auch immer wieder auseinandersetzen. Ich denke aber, dass Metin, wenn ich den gesamten Markt betrachte im Free-to-Play-Bereich, doch im guten Mittelfeld liegt. Ja. Es gibt Spiele, die sind deutlich teurer als wir, ja. Die nehmen den Leuten also noch ganz viel mehr das Geld aus der Tasche und es ist auch immer eine Frage, wofür man dieses Geld ausgibt, weil wir haben Sachen im Spiel, zum Beispiel, was weiß ich, wenn es um das Maxen und das Optimieren der Boni geht oder so, da kann man natürlich wahnsinnig viel Geld versenken in dieser Thematik. Es war von uns aber schon auch immer als Limitierung dieser Thematik gedacht, ja. Weil sich eben das nicht jeder leisten kann, sollte das gar nicht so ein Riesenthema werden. Ja, dass jetzt so viele doch in diese Richtung marschieren und konsequent und der Beste sein müssen und sich genötigt fühlen, da quasi viel Geld reinzustecken, das war von uns in der Form so nicht abzusehen und auch nicht erwartet im Endeffekt. Ja, das sind Sachen, die wir jetzt betrachten und wo wir uns unsere Gedanken dazu machen. Aber keiner zwingt ihn ja auf dieses Thema so einzugehen und da so tief einzusteigen. Wir haben versucht natürlich das auch mit den Preisen im Endeffekt ein bisschen zu begrenzen. Das heißt, es gibt einfach Dinge, die sind teuer, damit die Spieler das nicht ständig kaufen, ständig tun. Das ist für uns eine der Möglichkeiten, wie wir das Ganze eben ein bisschen steuern können. Und wie gesagt, ich sehe uns jetzt mit Metin nicht am oberen Ende der Range, sondern eher im guten Mittelfeld. Und da finde ich, ist das Ganze auch eigentlich gut aufgehoben. Und der Geldeinsatz ist natürlich etwas, der auch immer auf der anderen Seite entweder mit Zeit oder mit Arbeit im Spiel kompensiert werden kann. Das heißt, wir versuchen eigentlich fast alle Sachen, die es im Shop gibt, auch kostenfrei im Spiel zugänglich zu machen. Aber dann muss man halt Geld oder entweder Geld oder Arbeit und Zeit investieren. Also weil umsonst gibt es dabei nichts. Das würde auch dem Spielprinzip widersprechen, denke ich. Unbeliebt NT2 möchte wissen, warum wurde nicht schon mit dem PESA World MT2 ein Zeichen gesetzt? Hätte man nämlich damals mit World MT2 schon ein Zeichen gesetzt, hätten wir heute diese Situation nicht. Diese Situation, wo er meint, ist halt Gameforge Listen Up, dieser Hashtag da, wo auch Zitrone sehr gerne mitdiskutiert. Ja, also ist ja nicht so, dass wir das nicht mitbekommen. Also natürlich haben wir es gesehen. Es hat uns auch, also
ein Stück weit bewegt natürlich, weil wir ja wissen, was die Leute da an Arbeit reingesteckt haben in diese Videos. Aber um zu sagen mit den P-Servern, es ist nicht der erste P-Server, den wir platt gemacht haben, es sind mehrere, wir haben diverse laufende Verfahren, wir bemühen uns überall immer wieder, zumindest ausgewählte und größere vom Strom zu kriegen, also den Stecker da zu ziehen. Es ist natürlich nicht einfach, ne? Also gerade da, wo die Gesetzgebung nicht dem deutschen oder dem europäischen Recht entspricht, wird es extrem schwierig. Wir haben abenteuerlichste Sache, gerade im nicht-europäischen Ausland haben wir wirklich dubiose Geschichten erlebt und sind immer wieder sprachlos, was möglich ist. Möchte ich jetzt gar nicht unbedingt weiter darauf eingehen. Das ist im Endeffekt der Punkt. Also wir haben versucht, das nie an die große Glocke zu hängen, weil jedes Wort über die P-Server, egal wo, verloren, und selbst wenn wir haben sogar dagegen entschieden, zum Beispiel Pressemitteilungen zu dem Thema rauszuschicken. Das war eine Sache, die wir wirklich diskutiert haben, ob wir da die Öffentlichkeit mal daran teilhaben lassen, wenn uns mal wirklich ein Coup gelungen ist, haben uns aber dann konsequent dagegen entschieden, weil jedes Wort über P-Server ist Werbung für diese, und deswegen, das wollen wir einfach nicht. Die letzte Frage wird vom Nudelsohn gestellt. Wie sieht es mit einem neuen Metin aus? Ja, da habe ich leider auch nicht wirklich gute Nachrichten zu bieten. Webzen hat da unseres Wissens nach nichts Konkretes in Arbeit. Das war mal so, also es gab mal das Projekt Metin 3 bei Webzen. Es ist aber relativ eingeschlafen. Es hat auch also nie die Entwicklung genommen und große Schritte gemacht, sodass wir jetzt da gesehen hätten, was dabei rauskommt. Meines Wissens nach ist Webzen aktuell sehr stark und sehr fokussiert auf den Mobile-Markt. Ja, das heißt, also PC-Spiele spielen für Sie in der weiteren Planung und Entwicklung momentan keine Rolle oder keine große Rolle. Wir wissen nicht, ob das auf Dauer so bleibt, aber ich sehe momentan nicht, dass ein neues Metin unterwegs ist, und gerade auf einer Mobile-Plattform, muss ich gestehen, kann ich es mir auch nicht wirklich vorstellen. Also das wäre das falsche Spiel dafür. Also auch da muss ich leider enttäuschen, ein Metin 3 sehe ich momentan. So, dann war es das mit dem Interview. Dann möchte ich mich erstmal bei dir bedanken. Gerne. Dass du so die Zeit genommen hast, die Fragen beantwortet hast. Ich denke mal, die Community von mir wird sich dafür auch bedanken. Klar, es wird auch wieder wahrscheinlich die ein oder anderen Leute geben. Ja. Das sind wir gewohnt, wir kennen es. Ja. Wie gesagt, das ist ein Punkt, mit dem wir sehr, sehr gut leben können. Es ist nicht einfach, es allen recht zu machen, solange wir das Gefühl haben, dass wir mit dem, was wir tun, auf einer guten Schiene sind. Glaube ich, machen wir weiter und sind auch nach wie vor sehr, sehr gut aufgestellt. Also für Gameforge ist Metin 2 eines der wichtigsten Spiele, immer noch. Es wird viel investiert, es werden viele Dinge gemacht. Also wenn es nach uns geht, dann werden wir Metin noch viele, viele Jahre betreiben. Da gibt es ja auch immer wieder mal irgendwelche Gerüchte, dass dem nicht so wäre. Also dem kann ich absolut, kann ich nichts zu sagen, aber das sehen wir nicht. Ich habe mich gefreut, dass du da warst. Ich freue mich, dass du unser Angebot, auf eine Tasse Kaffee vorbeizukommen und mal offen mit uns zu reden, angenommen hast. Vorschlag von mir wäre, lass uns das beibehalten und lass uns einfach ab und zu miteinander reden. Bring auch gerne die Fragen deiner Community mit, und dann schauen wir, dass wir den Dialog aufrechterhalten und vielleicht auch ein bisschen mehr Verständnis für unsere Situation generieren. Und wie gesagt, wir sind dankbar um jeden, der uns konstruktiv hilft, das Spiel weiterzuentwickeln und zu verbessern und zu einer Plattform zu machen, auf der wir alle noch viele Jahre Spaß haben können. Gut. Aber würde ich mal sagen, für die Leute, die es übrigens noch nicht wissen, ich streame jetzt jeden Tag von 19 bis 23 Uhr. Werde ich jetzt fast in jedem Video sagen, bis ihr jedes Mal in eurem Kopf drin habt. Schaut auf jeden Fall bei Twitch vorbei. Ab und zu, ich sage jetzt ab und zu, vielleicht nicht mal einmal im Monat wird es irgendwann ein Giveaway geben. Zum Beispiel demnächst verlose ich mein Hybris-Eco, weil ich spiele Hybris nicht mehr. Könnt ihr auf jeden Fall auch was absahen. Einfach vorbeischauen. Twitch-Link steht wie immer in der Beschreibung. Dann würde ich mal sagen, jetzt zum nächsten Video. Haut rein. Ciao. Ciao.